und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal, Zobeltier Finanzkanal, und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ihr seht, das Thema heute lautet einfach der Strompreis und wie kann ich meinen Stromanbieter wechseln. Es hat hier auch in München und da gibt es die Stadtwerke München als Grundversorger, sogenannten Grundversorger, und wie ihr hier sehen könnt, verdoppeln sich die Strompreise. Also auch du kannst wechseln und es ist gar nicht so schwer, über bestimmte Plattformen dies zu tun. Was sagt der Artikel hier? Ich verlinke den euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Also ab dem 1. Januar 2023, im nächsten Jahr, wird sich der Strompreis, nämlich der Arbeitspreis, verdoppeln von 62,71 € auf 139,64 € pro Monat, und dort heißt das für den Arbeitspreis, der lag vorher bei circa, ich runde jetzt auf, 22 Cent pro Kilowattstunde auf 52. Also das ist ja mehr als eine Verdoppelung, und es hilft nichts, entweder spart man Strom oder man wechselt den Anbieter, denn es gibt bei weitem günstigere Anbieter, die den Tarif weiter stabil halten und bei günstigeren Arbeitspreisen pro Kilowattstunde liegen werden. Ich verlinke euch den Artikel auch in der Videobeschreibung unten, schaut mal unten rein, und jetzt gehen wir einfach mal in die nächsten Details. Paar wichtige Punkte erläutern und zusammenfassen. Es gibt schon Videos dazu, dazu braucht ihr einfach nur mal auf YouTube gehen und eingeben Stromanbieter wechseln. Ich habe das versucht ein bisschen zusammenzufassen, und ein oder zwei Videos sind mir aufgefallen, die ich ganz gut finde und brauchbar, und daraus extrahieren wir mal die wichtigsten Punkte und Tipps. Den Stromanbieter wechseln. Also eine Kurzanleitung ist, man muss den eigenen Verbrauch erstmal selbst feststellen. Den kann man natürlich mit seiner Jahresabrechnung am besten vergleichen und sehen, und dann sieht man auch, wie viel Kilowattstunden im Strom man verbraucht hat und welche Kosten dadurch entstanden sind. Dann schaut man sich den bisherigen Anbieter an, um diesen dann zum Vergleich heranziehen zu können mit neuen Tarifen. Und dafür gibt es dann passende Portale. Man muss den besten Stromtarif eines Anbieters sich aussuchen, weil verschiedene Anbieter haben, oder der Anbieter hat auch verschiedene Stromtarife, und der am besten für einen zugeschnitten ist auf die wichtigsten Punkte, Kriterien, wie man achten will. Wenn einem zum Beispiel Ökostrom wichtiger ist als Atomstrom, dann kann man das entsprechend auch auf den Vergleichsportalen auswählen und eingeben. Dann geht es zum Punkt 4, einfach die Anbieter vergleichen. Nur, was muss man bei diesem Vergleich beachten? Ich habe es mal extrahiert, der Saidi hat es auch in einem Video erklärt. Einfach darauf achten, dass der Tarif nach dem Wechsel, also nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel 3 Monate, nicht teurer ist als der alte Tarif, den man vorher hatte. Dann zweitens, in den Vergleichsportalen wie zum Beispiel Verivox oder Check24, oder es gibt vielleicht auch noch eine dritte Möglichkeit, Sachen zu vergleichen, muss man die voreingestellten Filter herausnehmen oder zumindest so auf die eigenen Bedürfnisse anpassen, damit man alle günstigen Angebote bekommt. Dann eine maximale Laufzeit wählen von 12 Monaten, weil wir ja durch die aktuelle Veränderung steigende Strompreise haben und halt schauen müssen, wie wäre dann eine Verlängerung nach 12 Monaten möglich, und verlängert sich der Tarif um einen Monat nur oder vielleicht sogar 6 Monate oder länger. Das muss man eben auch bei diesem Vergleich beachten. Kündigungsfrist sollte dann des Vertrages maximal 6 Wochen sein und nicht viel länger, möglich im besten Fall auch kürzer. Der Tarif soll auch nach einer Bonuszahlung, und viele Anbieter auf den Vergleichsportalen schenken im ersten Jahr eine Bonuszahlung, die natürlich nach meistens einem Jahr, 12 Monaten wegfällt. Und wie sind die Kosten danach? Also dort auf den Arbeitspreis pro Kilowattstunde achten und auf den Grundpreis achten. Der variiert beträchtlich bei den verschiedenen Anbietern. Dann Punkt 6, auf eine Preisgarantie achten. Das heißt, dass man also auch nach den 12 Monaten vielleicht so eine Preisgarantie hat und der Tarif
für 24 Monate feststeht. Ob das aktuell dann noch so ist, muss man sich natürlich bei den Angeboten in den Portalen selbst anschauen. Dann 7. Kundenbewertungen im Portal lesen und richtig einordnen. Manchmal sind Anbieter grundlos schlecht bewertet. Wenn Anbieter gute Kundenbewertungen haben, dann muss man sie sich auch anschauen und sollte diese sorgfältig prüfen und also nicht nur auf die ersten 1, 2 Kundenbewertungen eingehen. Dann nach Abschluss auf die Abschlagszahlungen achten, ob die auch so wie im Vertrag dargestellt richtig abgerechnet werden jeweils. 9. Achtung auch bei Anbietern direkt, also Stadtwerke oder andere lokale Anbieter auf die Websites schauen, weil die Tarife meistens, also nicht immer, auf den Verifox und Check24 Portalen auftauchen können. Das kann passieren. So, Nachteile eines Wechsels ist ein höherer Vergleichsaufwand, den man hat, und man muss hier diese Fehler oben beachten. Das sind schon so die Hauptpunkte. Es gibt aber natürlich die Vorteile, das ist der größte Vorteil eines Wechsels, dass man geringere Kosten nach einer Abrechnungsperiode hat. Jetzt gehen wir kurz in das Video Stromanbieterwechsel von Finanztipp. Zu diesen 7 Fehlern kommen, zeige ich euch mal, wie viel ihr durch einen Stromanbieterwechsel sparen könnt. Es gibt hier eine Vergleichsberechnung mit einmal Grundversorger und es gibt die anderen Versorger, die nicht in der Grundversorgung drin sind. Zahlt je Kilowattstunden. Das liegt etwas unter. Ja, er geht dann hier auf die ersten Tipps ein und später, die Tipps habe ich ja in der Videobeschreibung mit eingepackt und könnt ihr euch dann in Ruhe anschauen, auch bei diesem Video. Also es ist ein gutes Video, ich kann es sehr empfehlen. Es gibt noch einen Hinweis, es wird hier auf den Stromrechner-Vergleich von Saidi bzw. von Finanztipp hingewiesen. Der ist hier, da ist der Vergleich. Der ist aber wirklich nur ein Vergleichsrechner zwischen Check24 und Verivox Tarifen. Dort muss man also, darauf muss man achten und es sich bewusst machen. Ansonsten funktionieren die Portale alle ähnlich. Man gibt hier die Personenanzahl ein oder kennt sogar seinen direkten Verbrauch und dann bekommt man hier schon Tarife angezeigt. Schon eine Auswertung und hier kann man sich einen Alarm einrichten, das wollen wir nicht. Wir warten noch kurz, bis die Auswertung da ist und dann sieht man schon die ersten Treffer. Jetzt muss man natürlich hier weiter beachten, ob die Filter richtig eingestellt sind. Also in dem Saidi-Video wird empfohlen, dass die Filter alle immer gelöscht werden. Ja, kann man machen, kann man natürlich, muss man aber dann auch wieder nachpflegen, beziehungsweise sich halt vorher überlegen, welche Filtereinstellung man hier wählen will. Also es ist ein bisschen Aufwand zu betreiben, der aber machbar ist. Ich habe das selber schon auch durchgeführt. Was kann ich noch zeigen? Ich zeige euch noch, was bei einem Umzug zu beachten ist. Es gibt hier von Focus.de einen guten Artikel. Also man muss rechtzeitig Verträge kündigen, mindestens 14 Tage im Voraus, wenn man den Versorger also nicht mitnehmen will. Da es bei der Grundversorgung 14 Tage sind, kann es aber bei anderen Versorgern durchaus längere Fristen geben. Man kann den Vertrag umziehen, dann hat man wieder ein außerordentliches Kündigungsrecht und das ist auch zu beachten. Ich packe euch ja den Link in die Videobeschreibung, dann könnt ihr das auch nochmal direkt nachlesen und sehen. Und man muss auf die eigene richtige Zählernummer achten, weil wenn es passiert, dass man die falsche Zählernummer angibt, kann es sein, dass man den Stromverbrauch auch von Nachbarn mitzahlen will und doppelt und das will man natürlich nicht. Ich packe auch euch eine Liste ein über die besten Videos, die ersten Treffer, die ich hier gefunden habe und auch den NRD-Ratgeber und das waren schon die heißesten Hits hier auf dem YouTube-Kanal, die ich da zu dem Thema Stromanbieterwechsel gefunden habe. Also, was habt ihr für Themen zum Stromanbieter? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Wie seid ihr davon betroffen? Hat es gut funktioniert? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare.
vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut einfach doch mal auch in die anderen Videos rein, die ihr auf meinem Kanal finden könnt, zum Beispiel über Lumen Technologies und deren Dividende oder über das Porsche IPO und so weiter. Und ich bin gespannt, wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.